Mein Name ist Martin Zimmer. Am ZMT leite ich die Arbeitsgruppe Mangrovenökologie und bin zurzeit einer der beiden LeiterInnen des Programmbereichs Ökosystem-Co-Design für ein nachhaltiges Anthropozän. In meiner Arbeitsgruppe versuchen wir zu verstehen, wie die Umweltbedingungen und die Zusammensetzung von Küstenökosystemen, vor allen Dingen Mangroven, aber nicht nur, Ökosystemprozesse steuert und wie sich das auf die Ökosystemleistungen für die Bevölkerung vor Ort auswirkt. Die Ökosystemleistungen, mit denen wir uns maßgeblich beschäftigen, also Kohlenstoffspeicherung und Küstenschutz, sind wichtig im Zusammenhang mit Klimawandelmitigation, aber vor allen Dingen auch für die Anpassung sozioökologischer Systeme an den Klimawandel. Ich denke, die Hauptaussage, die wir in der Ökologie generell treffen können, ist, dass Ökosysteme einfach sehr, sehr komplex sind. Es ist sehr schwierig, sie zu verstehen. Es ist häufig fast unmöglich vorherzusagen, wie sie auf Umweltveränderungen reagieren werden, wie sie sich verändern werden und wie dann Ökosystemleistungen in der Zukunft geliefert werden können. Zusammenfassend ist es vielleicht wirklich genau der Versuch, eine Antwort auf diese Frage der Komplexität der Ökosysteme zu finden, Ökosysteme besser, insbesondere tropische Küstenökosysteme, besser zu verstehen und in der Lage sein, diese Frage nach der Komplexität, nach der Entwicklung in der Zukunft beantworten zu können. Tropische Küstenökosysteme sind eine echte Herausforderung, insbesondere Mangrovenwälder. Es ist heiß, es ist feucht, wir haben Myriaden von Mücken, die häufig Krankheiten übertragen. Und noch dazu kommt, dass wir dann in diesen Mangrovenwäldern im Schlamm rumlaufen. Wir versinken teilweise knietief oder hüfttief im Schlamm oder im Wasser von irgendwelchen Gezeitenkanälen, müssen dann dabei schwere Ausrüstung tragen oder unsere Proben transportieren. Und das ist manchmal wirklich eine Herausforderung. Die Arbeit mit den Menschen vor Ort, mit den KollegInnen vor Ort, aber auch mit Fischerleuten oder mit Frauengemeinschaften, die gemeinsam Muscheln sammeln und die dann für den Verkauf am Markt vorbereiten. Aber auch tatsächlich diese schwierigen Bedingungen in den Mangrovenwäldern. Hüfttiefer Schlamm, Hitze, Mücken. Das klingt komisch, das klingt vielleicht ein bisschen verrückt, aber tatsächlich auch das macht Spaß, weil es einfach eine bereichernde Abwechslung davon ist, immer im Büro am Computer zu sitzen und versuchen, Geld einzuwerben, sondern wirklich mal was tun, schwitzen, schmutzig werden und sich am Abend dann einfach freuen, das war ein guter Tag, wir haben was geschafft und jetzt kann ich die Füße hochlegen.